In Alaska gibt es nicht nur Schnee und kalten Wind. Es ist auch ein Land. In dem der kurze Sommer ebenso hart ist und alle Lebewesen, von Bären über Adler bis hin zu Schneefuchsen, jeden Tag um ihr Überleben kämpfen müssen. Alaska. Das Land der Überlebenskämpfer. Der Nordwind heult über die schneebedeckten Berggipfel, wo alte Kiefern still in den kalten Nebel getaucht sind. Die Sonne taucht nur leicht über den Horizont und taucht den Wald Alaskas, ein wildes und raues Land, in ein rosa-violettes Licht. Hier kann der Winter mehr als ein halbes Jahr dauern und die Temperaturen fallen regelmäßig unter minus 30 Grad Celsius. Am silbergrauen Himmel gleitet ein Weißkopfseeadler durch die Lüfte und beobachtet still die Welt unter sich. Unter ihm verraten Fußspuren im Schnee die Anwesenheit mächtiger Lebewesen, die an der letzten Grenze der Natur herrschen. Alaska ist nicht nur ein eisiges Land, sondern auch eine lebendige Bühne für wilde Symbole, die eine wundersame Überlebenskraft in sich tragen. Sie sind nicht nur Tiere, sie sind lebende Legenden. Am frühen Morgen schlummert der Kenai-Wald noch. Die Oberfläche des Flusses glitzert im schwachen Sonnenlicht und eine Schule roter Lachse taucht aus dem eiskalten Wasser auf und beginnt ihre Überlebensreise flussaufwärts. Und wie es das strenge Gesetz der Natur will, liegen die Raubtiere bereits auf der Lauer. Vom anderen Ufer kommt ein Grizzlybär, dessen nasses Fell das silberne Licht reflektiert. Fast 3 Meter groß, wenn er aufrecht steht. Schwer, aber beweglich, wirkt er wie ein wandelnder Muskelberg. Es ist ein ausgewachsenes Männchen, ein Einzelgänger mit einem großen Revier und voller Stolz. Er nähert sich dem Ufer und sucht sich einen hohen Felsvorsprung als Aussichtspunkt. Sein kalter Blick gleitet über das Wasser, wo ein kleinerer Grizzly auf Fischjagd ist. Kein Fremder. Es ist derjenige, den er in der vergangenen Saison aus seinem Revier vertrieben hat. Aber dieses Jahr ist der junge Bär gewachsen. Er ist stärker geworden. Und jetzt weicht er nicht zurück. Beide Bären brüllen. Nicht um sich zu erschrecken, sondern um sich zu provozieren. Der alte Bär trat vor. Seine Krallen kratzten laut auf dem Felsen. Der junge
Bär verließ den Fluss, stand ihm mit gesträubtem Fell und weit aufgerissenem Maul gegenüber. Das Blut kochte in ihm aus seinem Herrschaftsinstinkt. Schließlich wich der alte Bär zurück, keuchte und ließ die Schultern hängen. Er drehte sich um und zog sich in den Wald zurück. In Alaska ist der Thron nicht für Schwache bestimmt. Und jeder Kampf wird tief in die Erinnerung der Berge und Wälder eingraviert. Die Oberfläche des Alaska River erstreckt sich wie ein riesiger Spiegel, der den silbergrauen Himmel des hohen Nordens widerspiegelt. Das Wasser fließt ruhig, kleine Wellen schlagen sanft gegen das Ufer. Die Luft ist klar, kalt und von Wildnis durchdrungen. Aus der Höhe gleitet eine Gestalt mit fast 2,5 Metern Flügelspannweite lautlos dahin, geschmeidig wie Seide, verbunden mit einem geschmeidigen und ruhigen Körper. Das dunkelbraune Gefieder kontrastiert mit dem schneeweißen Kopf, die scharfen, goldfarbenen Augen. Es ist ein Weißkopfseeadler, das höchste Symbol des Himmels über Alaska. Er fliegt langsam und geräuschlos. Jeder Flügelschlag ist sanft und entschlossen, als wäre die Luft etwas, das ihm vertraut ist. Unter ihm schwimmt ein Schwarm Lachse, dicht unter der Wasseroberfläche. Ihre Schuppen glitzern wie Metall, ohne zu ahnen, dass der Tod sie still beobachtet. Plötzlich schlug der Adler mit den Flügeln. Er stürzte wie ein Pfeil herab, durchquerte in Sekundenschnelle die Luft, streckte seine goldenen Beine aus und öffnete seine scharfen Krallen. Mit einem präzisen Sprung tauchte er ins Wasser ein. Und schon war er wieder in der Luft, diesmal mit einem Fisch in den Krallen. Kein Schrei, keine Verfolgungsjagd. Nur kalte Präzision wie ein stiller Killer in der unendlichen Weite des Weltraums. Er fliegt zu den hohen Baumwipfeln, wo sein Nest sicher in den Wolken liegt. In der Ferne tropft Schnee von den Ästen und fällt klatschend auf die Oberfläche des Flusses. Aber in der Welt der Adler ist alles still, majestätisch und von absoluter Schönheit. In Alaska gibt es diejenigen, die mit Muskelkraft herrschen. Und
Und dann gibt es diejenigen wie ihn, die mit einem einzigen Blick den Himmel beherrschen. Der kalte Wind des Frühsommers weht über die Tundra und bringt den Geruch von Moos, Schlamm und Spuren einer jahrhundertelangen Reise mit sich. Am Horizont steigt eine dünne Staubwolke auf. Aber es ist kein Schneesturm, sondern die Spuren tausender Tiere, die sich gemeinsam fortbewegen. Alaska-Rentiere, die am weitesten wandernden Säugetiere der Welt. Sie laufen unermüdlich weiter. Ihre schlanken, aber ausdauernden Beine tragen sie über morastigen Boden, Gletscher und niedrige Bergketten. Jedes Tier legt auf seiner Wanderung bis zu 5000 Kilometer zurück, um frisches Gras zu finden, Waldmücken zu entkommen und an einem Ort mit möglichst wenigen Raubtieren zu kalben. Sowohl die Männchen als auch die Weibchen besitzen ein paar verzweigte Geweihe, was in der Welt der Hirsche und Rehe selten ist. Die Geweihe der Männchen sind jedoch größer, wie trockene Äste gebogen und bereit für Kämpfe in der Brunftzeit. Ihr Fell wechselt mit den Jahreszeiten. Im Winter ist es grau-weiß, im Sommer hellbraun. Das hohle Fell hält die Wärme und lässt sie beim Überqueren von Flüssen auf dem Wasser schwimmen. Plötzlich wird es am Flussufer lebhaft. Hunderte von Rentieren springen hintereinander in das eiskalte Wasser, tauchen unter, aber bleiben stabil und schwimmen mit großen Schwanzbewegungen zum anderen Ufer. Von oben sieht es aus wie ein lebender Strom. Tausende von Lebewesen verschmelzen mit der Natur, unerschütterlich und still. Rentiere kämpfen nicht mit Klauen oder Reißzähnen. Ihre Waffe ist ihr Wille, ein Instinkt, der seit der Eiszeit in ihren Genen verankert ist. In der öden Wildnis im Norden Alaskas, wo der Boden nur aus Felsen, Moos und vom Wind verbranntem Gras besteht, schreiten Muskusochsen, auch Musk Ox genannt, still voran, still. Aber voller Kraft gehören sie zu den ältesten Lebewesen, die die Eiszeit überlebt haben. Ihr dichtes Fell reicht fast bis zum Boden und besteht aus 2 Schichten, die ihnen helfen, Temperaturen von mehreren Minusgraden zu überstehen. Ihre kleinen Augen unter der runden Stirn sind hinter einem Paar scharfer, steil nach oben gebogener Hörner versteckt. Der kurze Sommer hier bringt nicht nur frisches Gras mit sich, er bringt auch etwas mit, das stärker ist als der Sturmwind, die Paarungszeit. Zwei ausgewachsene Männchen lösen sich von der Herde. Beide sind groß, über 300 Kilo schwer, haben breite Schultern und sind muskulös. Sie brauchen nicht zu brüllen, ein Blick genügt. Nur das Rauschen des Windes über der Ebene begleitet das älteste Ritual der Tierwelt, das Kopfstoßen. Es herrscht Stille,
Dann stürmen die beiden wie zwei gepanzerte Wagen gleichzeitig aufeinander zu. Bam! Ein trockener Knall ertönt, als würde ein Felsbrocken zwischen den Bergen explodieren. Die Köpfe stoßen zusammen, die Hörner treffen aufeinander. Der heftige Aufprall lässt beide taumeln. Schnee und Staub wirbeln auf, aber sie halten nicht inne. Sie ziehen sich zurück und stürmen erneut aufeinander zu. Und noch einmal, mit ihrem ganzen Körper, ihrer Geschwindigkeit und ihrem Gewicht rammen sie sich gegenseitig. Dies war nicht nur ein Kampf um die Kinder. Es war eine Prüfung der Stärke, der Tapferkeit und des Ansehens, die darüber entschied, wer das Recht hatte, in der Mitte der Herde zu stehen. Nach vielen Stößen taumelte ein Männchen. Es senkte den Kopf und zog sich dann still zurück, ohne Widerstand zu leisten. Der Sieger hob den Kopf. Blut tropfte aus seiner Nase, aber seine Augen brannten immer noch vor Stolz. Auf diesen kalten, öden Ebenen haben Bisons keine Krallen oder Zähne. Sie haben Hörner, sie sind ausdauernd. Und sie geben sich keinem Sturm geschlagen. Unter dem dichten Blätterdach am Ufer des Yukon, wo das Sonnenlicht nur durch die Blätter dringt, bewegen sich dunkle Schatten. Es sind keine versteckten Raubtiere, sondern ein warmherziger Anblick in der wilden Natur. Eine Schwarzbärin führt ihr Junges auf der Suche nach Futter. Der nordamerikanische Schwarzbär Ursus americanus ist die häufigste Bärenart des Kontinents. Er ist kleiner als der Braunbär, aber dennoch groß und kräftig. Ausgewachsene Tiere wiegen durchschnittlich 100 bis 200 Kilogramm, sind jedoch sehr gute Kletterer und Schwimmer und haben einen extrem empfindlichen Geruchssinn, der 7-mal so gut ist wie der eines Haushundes. Obwohl sie Schwarzbären heißen, kann ihr Fellfarbe von tiefschwarz über braun bis hin zu hellgelb variieren. Der Sommer in Alaska ist eine kurze Zeit des Lebens und der Fortpflanzung und auch die Zeit, in der die Bärenmütter ihren Jungen das Überleben beibringen. Die kleinen Bären folgen ihnen wackelig auf den Fersen und spielen unter ihren Müttern. Ein neugieriges Jungtier stößt mit der Schnauze gegen einen Busch. Ein anderes tippt mit den Pfoten auf kleine Steine am Bachrand, unter denen sich unter einer dicken Moosschicht Ameisen, Regenwürmer und Insektenlarven verstecken. Die umgedrehten Steine klappern im Wald. Das ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Lektion in Überleben.
Schwarzbären sind Allesfresser. Sie ernähren sich von Früchten, Insekten, Fischen und sogar Tierkadavern, von allem, was ihnen Nahrung liefert. Anders als ihr träges Äußeres vermuten lässt, können sie bei Bedarf bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell laufen und sind besonders wachsam. Wenn ihre Jungen in der Nähe sind, in den Wäldern Alaskas, wo Leben und Tod jeden Schritt begleiten, gibt es Geschichten, die nicht vom Kampf handeln, sondern vom Erhalten, Führen und Wachsen. Auf einem schneebedeckten Feld schleicht eine kleine Gestalt lautlos umher. Ein Polarfuchs Vulpes lagopus. Sein dichtes, weißes Fell lässt ihn fast mit dem eisigen Hintergrund verschmelzen und schützt ihn vor der bitteren Kälte von bis zu minus 50 Grad Celsius. Der Fuchs bleibt stehen und spitzt die Ohren. Ein undeutliches Geräusch dringt aus dem dichten Schneeteppich. Ohne zu zögern springt er in die Luft und taucht mit einem perfekten Sprung kopfüber in den Schnee ein. Als er wieder auftaucht, hat er seine Beute bereits im Maul. Obwohl klein, ist der Polarfuchs ein Meister des Überlebens. Er jagt mit seinem Gehör, frisst bei Bedarf Aas und legt Dutzende von Kilometern zurück, um zu überleben. Im Sommer gräbt er Höhlen in den gefrorenen Boden, um seine Jungen aufzuziehen. In einer Gegend, die den Schwachen keine Gnade kennt, ist der Polarfuchs nicht laut, nicht auffällig, sondern existiert still, ganz im Sinne des Geistes der Eis- und Schneeregion. Auf dem eisigen Meer vor der Küste Alaskas, wo das Wasser zu treibenden Eisschollen gefroren ist, bewegt sich eine riesige weiße Gestalt lautlos. Es ist kein Eisberg, sondern ein Eisbär, das größte Landraubtier und absoluter Herrscher der Polarregion. Mit einer Körperlänge von bis zu 3 Metern und einem Gewicht von über 600 Kilogramm ist der Eisbär Ursus maritimus nicht nur ein Symbol für Kraft, sondern auch eine perfekt für die raue Umgebung konzipierte Überlebensmaschine. Eine dicke Fettschicht unter der Haut hält die Wärme. Das hohle Fell hilft ihm, auf dem Wasser zu schwimmen und die Kälte abzuhalten. Und seine großen Pfoten fungieren wie Skates auf dem Eis. Auf einer Eisscholle führt eine Bärin ihre beiden Jungen, deren Fell so weich und weiß wie Neuschnee ist. Alle drei bewegen sich zwischen den Eisschollen, um nach Spuren ihrer Beute, den Robben, zu suchen, die in dieser Welt in der Nahrung extrem knapp ist. Ihre einzige Lebensgrundlage darstellen. Mit ihrer empfindlichen Nase folgt die Bärenmutter dem Geruch von altem Blut oder den schwachen Spuren der Robben, die aus den Löchern im Eis aufsteigen. Wenn sie entdeckt, liegt sie stundenlang regungslos da und bewegt sich nur, wenn ein leises Atmen unter dem Eis zu hören ist. Und wenn der richtige Moment gekommen ist, zerschlägt sie mit einem kräftigen Schlag ihrer Vorderpfoten das dünne Eis und tötet ihre Beute mit ihren scharfen Zähnen in Sekundenschnelle.
dieser Ort ist nicht für einen Einzelnen reserviert. Ein ausgewachsener männlicher Bär nähert sich, größer, hungrig und allein. Er bedroht nicht nur die Nahrungsquelle, sondern auch die Jungtiere, da männliche Bären manchmal die Jungen des anderen Geschlechts töten, um die Weibchen zur erneuten Paarung zu zwingen. Die Bärenmutter bemerkt ihn, sie brüllt, richtet sich auf und sträubt ihr Fell. Der Bär weicht nicht zurück, brüllt zurück und stürmt vor. Ein Kampf entbrennt auf dem Eis. Schließlich zieht sich die Bärenmutter zurück, um ihre beiden Jungen in Sicherheit zu bringen. Sie ziehen weiter, ohne anzuhalten. Denn in der Arktis darf selbst der Stärkste nicht stehen bleiben. In dieser eisigen Region, in der die Sonne nur wenige Wochen im Jahr scheint, sind Eisbären nicht nur ein Symbol für Stärke, sondern auch ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit, die Mutterliebe und den reinsten Überlebensinstinkt der Natur. Die Oberfläche des Nordpazifiks ist spiegelglatt. Große Eisschollen treiben auf den kalten Meeresströmungen. Auf einem flachen, breiten Eisblock liegt eine Seehund und sonnt sich Sie ahnt nicht, dass sich unter der Wasseroberfläche eine schwarze Gestalt nähert. Lautlos und tödlich, ein Killerwal. Nicht umsonst wird diese Fischart als Killer der Meere bezeichnet. Obwohl sie bis zu 8 Meter lang und über 5 Tonnen schwer sind, bewegen sich Orcas fast völlig geräuschlos. Ihr schwarz-weißes Fell täuscht das Auge und hilft ihnen, sich im tiefen Wasser zu verstecken. Der Wal ist nicht allein. 3 weitere Tiere folgen einer organisierten Jagdgruppe und arbeiten wie ein Spezialkommando zusammen. Sie stürzen sich nicht sofort auf ihre Beute, sondern umkreisen die Eisschollen, um heimlich die Windrichtung, die Strömung und die Position ihrer Beute auszukundschaften. Endet ohne Fehler. Das ist kein wildes Instinktverhalten. Es ist Strategie, soziales Zusammenwirken und ein Beweis für die hohe Intelligenz dieser Meeresräuber. Als die Wale sich umdrehten und davonschwammen,
kehrte wieder Ruhe auf der Meeresoberfläche ein, aber darunter schwammen die ultimativen Raubtiere still weiter und warteten auf den nächsten Moment, um zuzuschlagen. Der Wind wehte wieder durch die alten Kiefernwälder und schlängelte sich durch die mit weißem Schnee bedeckten Bergschluchten. Auf der schmelzenden Eisfläche des Flusses breitete ein Weißkopfseeadler seine Flügel aus und flog in Richtung des strahlenden Sonnenuntergangs am Horizont. Unter der Erde schläft eine Bärenmutter mit ihren Jungen tief in ihrer Höhle. Rentiere ziehen leise durch die Tundra, Rehe kuscheln sich in ihr warmes Fell und Polarfüchse gleiten spurlos durch den Schnee. Auf dem Meer verstecken sich Killerwale geduldig unter den Wellen, klug und kalt wie der Ozean, der sie ernährt. Alaska ist kein Ort für Schwache, es ist eine Bühne für Mut, Kampf, Evolution und Mutterliebe. Jedes Lebewesen hier, ob klein oder groß, ist eine Note in einer eisigen Symphonie ohne Worte, die zwischen dem weißen Schnee und dem kalten Meer widerhallt. In einer Zeit, in der sich die Welt täglich verändert, leben die wilden Symbole Alaskas weiter, kämpfen und verteidigen die ursprünglichsten Werte des Lebens auf diesem Planeten. Denn am äußersten Ende des Nordens, wo die Natur am härtesten ist, existiert das Leben nicht nur, es strahlt. Zu überleben, durchqueren unzählige Tierarten in strapaziösen Wanderungen den Planeten. Gnusherden trotzen dem krokodilverseuchten Mara-Fluss auf der Suche nach neuem Land. Flamingos fliegen über Wüsten, um salzige Brutseen zu finden. Sardinen entkommen Raubtieren aus 3 Richtungen und rote Krabben marschieren durch Wälder, um im Meer zu laichen. Migration ist der Überlebensinstinkt der Natur. Sie ist mehr als nur Bewegung. Migration und Herausforderungen im Land des gefährlichsten Raubtiers der Welt. Die jedes Jahr von Oktober bis Dezember stattfindet. Wenn die Regenzeit auf der Weihnachtsinsel beginnt, einer isolierten Landmasse im Indischen Ozean, die zu Australien gehört. Von dichten Dschungeln bis zu offenen Stränden, wo sie Raubtieren im Schatten und der eisigen Gleichgültigkeit von Autoreifen ausweichen, ist es nicht nur eine Reise über weite Strecken, sondern ein gefährliches Überlebensrennen. Tief im Wald beginnt die Wanderung, wenn Millionen von roten Krabben, die normalerweise einzeln und unterirdisch leben,
mit dem Mond und dem Einsetzen des Regens auftauchen. Sie kriechen aus ihren Höhlen und über verschlungene Wurzeln, steile Klippen und verrottende Baumstämme. Wege aus den Wäldern zu Vorgärten, Fabriken, Schulhöfen und vor allem zu Straßen sind mit etwas übersät, das wie purpurrotes Leben aussieht. Allerdings ist nicht jeder Weg einfach. Die Tieflandwaldregion, die von den Einheimischen als Tal des Todes bezeichnet wird, ist eine der gefährlichsten Hürden, die die Krabben überwinden müssen. Hier lebt die riesige fleischfressende Krustentierart Birgus latro, auch Kokosnusskrabbe genannt. Mit einem Durchmesser von mehr als 1 Meter und einem Gewicht von bis zu 4 Kilogramm ist diese Art die größte Landkrabbe der Welt. Wenn Millionen von verletzlichen roten Krabben ihr Revier durchqueren, lassen sich Kokosnusskrabben, deren Scheren stark genug sind, um Schalen zu zerbrechen und kleine Knochen zu zermalmen, diese Gelegenheit zum Festmahl nicht entgehen. Hunderte von roten Krabben marschieren ahnungslos in den dichten Schatten des Waldbodens, wo goldene Lichtflecken durch die Baumkronen fallen. Doch unter den Wurzeln und dem Laub liegen eiskalte schwarze Augen auf der Lauer. Die Kokosnusskrabben schlagen im idealen Moment zu und tauchen lautlos aus den Schatten auf, um schwache oder zurückgebliebene Tiere tödlich zu zerquetschen. Einige rote Krabben wehren sich und geben scharfe Klickgeräusche von sich, werden jedoch schnell in die Schatten gezogen und verschwinden. Die schreckliche Szene wird in Zeitlupe festgehalten. Eine Kokosnusskrabbe packt ihr Opfer, zerschlägt mit ihren Vorderklauen die Schale und zerreißt den Körper mühsam Stück für Stück, obwohl Tausende getötet werden. Wird die Wanderung durch den Hinterhalt der Kokosnusskrabben nicht aufgehalten. Die asphaltierten Straßen, die Insel durchziehen, sind die nächste Prüfung. Und nur die Schnellsten oder Glücklichsten schaffen es aus dem Todeswald heraus. Fahrzeuge sind die rücksichtsloseren und gnadenloseren Feinde, mit denen die roten Krabben hier zu kämpfen haben. Täglich werden Tausende von ihnen unter den Reifen von Autos zerquetscht. Behörden und lokale Gemeinden haben Überführungen für Krabben, mobile Zäune und sogar Straßensperren errichtet, um die Zahl der Opfer zu minimieren und dieses Naturwunder zu erhalten. Weibliche Krabben graben Höhlen und legen Hunderttausende von Eiern. Sobald sie die Küste erreichen, sie stimmen das Leichen genau auf die Flut ab, um sicherzustellen, dass die Eier ins Meer gespült werden. Ein einziger Fehler kann dazu führen, dass die Eier zurückgezogen werden oder an der Küste austrocknen. Nur ein winziger Prozentsatz von ihnen überlebt, nachdem sie sich zu Larven entwickelt haben und wochenlang im Meer treiben, um dann als winzige Jungkrabben zurückzukehren und die gefährliche Wanderung zurück in den Wald anzutreten. Um den Ort zu finden, an dem ihre
Eltern einst begonnen haben, müssen diese winzigen Nachkommen glühenden Sand, hungrige Vögel und unwegsames Gelände trotzen. Der Lebenszyklus der roten Krabben der Weihnachtsinsel, der sich über Generationen erstreckt und eng mit dem Rhythmus des Mondes, der Luftfeuchtigkeit, dem Land, dem Meer und dem Wald verwoben ist eine der atemberaubendsten Natursymphonien der Erde. Die Reise dieser winzigen Lebewesen erinnert uns daran, dass das Leben trotz seiner Zerbrechlichkeit widerstandsfähig und unerbittlich ist. Und in einer Welt, in der Entwicklung und Klimawandel die Natur ersticken, ständig nach einem Weg nach vorne sucht. Die Küsten der Weihnachtsinsel kehren zur Ruhe zurück, wenn die letzten Wellen Millionen von Krabbeneiern ins Meer tragen, als hätte die große Wanderung nie stattgefunden. Tausende Kilometer entfernt, vor der Südostküste Afrikas, bildet sich jedoch ein weiteres Naturphänomen. Die Sardinenwanderung Südafrikas. Eine ebenso spektakuläre, aber viel gewaltsamere, chaotischere und dringlichere Wanderung. Die Sardinenwanderung ist ein wilder Tanz ums Überleben. Wenn der Marsch der roten Krabben ein geduldiges und unerbittliches Epos ist, um dem Tod von oben und unten zu entgehen. Um keine Eier zu legen. Die südafrikanische Sardine, auch südatlantische Sardine genannt, ist ein kleiner Fisch aus der Familie der Heringe und zeichnet sich durch ihren stromlinienförmigen silbernen Körper und ihre bemerkenswerte Fähigkeit aus, sich in großen Schwärmen synchron zu bewegen. Ausgewachsene Tiere schwimmen zur Sicherheit in dichten Schwärmen und erreichen eine durchschnittliche Länge von 20 bis 25 cm. Als wichtige Nahrungsquelle für Haie, Thunfische, Delfine, Robben, Seevögel und sogar Brüdewale sind Sardinen eine Schlüsselart im Ökosystem des südlichen Ozeans. Jedes Jahr zwischen Mai und Juli begeben sich Milliarden von Sardinen auf die sogenannte größte Wanderung im Ozean, den Sardine Run. Die Sardinen legen etwa 1500 Kilometer nordöstlich entlang der südafrikanischen Küste zurück, passieren das Ostkap und gelangen nach KwaZulu-Natal, nachdem sie in den kalten, nährstoffreichen Gewässern vor dem Westkap gestartet sind, die vom Benguela-Strom gespeist werden. Diese Wanderung dient nicht wie viele andere der Fortpflanzung. Die Sardinen wandern entlang der kalten Agulhas-Strömung, einem Abschnitt mit perfekten Wassertemperaturen von 16 bis 20 Grad Celsius, der für ihr Überleben unerlässlich ist. Da sie sich jedoch dicht an der Küste halten, sind sie eine leichte Beute für Raubtiere. Die Angriffe beginnen, wenn die Schwärme dichter werden und aus der Luft als Köderbälle zu sehen sind, dunkle Silhouetten von Tümmlern.
Diese Raubtiere töten mit jedem Schlag. Biss oder Schluck augenblicklich. Millionen von Sardinen schwimmen inmitten des Chaos weiter. Nicht um zu gewinnen, sondern einfach um einen weiteren Tag zu überleben. Die Sardinenwanderung ist eines der erstaunlichsten synchronisierten Raubereignisse in der Natur und mehr als nur ein biologisches Wunder. Alle Beteiligten nehmen an einem brutalen Überlebenskampf teil, der sich vom Himmel über das Meer bis zum Meeresboden erstreckt. Eine Wanderung, um dem Tod zu entkommen, nicht um Leben zu finden. Ein wundersamer rosa Schimmer breitet sich über den sonnenverbrannten Himmel inmitten einer der ödetsten Landschaften Ostafrikas. Wo die Erde unter dem Druck der Dürre aufbricht und verdunstete Seen eine schneeweiße Salzschicht hinterlassen. Im Norden Tansanias ist der Natronsee mit Hunderttausenden von Zwergflamingos Phoenicopterus minor überflutet. Dies ist keine Raststätte, sondern der Beginn eines der brutalsten Zyklen der Natur, der Wanderung und Fortpflanzung. Obwohl der Zwergflamingo das kleinste Mitglied seiner Familie ist, ist er bekannt für sein auffallend schönes rosa Gefieder, das er seiner Ernährung mit viel Blaualgen verdankt, die reich an Carotinoiden sind. Sowie für seine bemerkenswerte Fähigkeit, in einem alkalischen Salzsee zu überleben, einer Umgebung, die so rau ist, dass sie das Fleisch zerfrisst. Der Natronsee wird während jeder Regenzeit überflutet und ist dann reich an Algen, was Flamingos aus der ganzen Region anzieht. Die Vögel beginnen ihren koordinierten Paarungstanz auf der nebligen, salzbedeckten Oberfläche des Sees. Sie drehen ihre Köpfe im Gleichklang, schlagen mit den Flügeln und strecken ihre Hälse in die Höhe. Ein faszinierendes Schauspiel von Schönheit und Präzision. Die tiefste rosa Färbung. Die Kraft und die rhythmischen Bewegungen sind allesamt Zeichen für Fruchtbarkeit und Gesundheit, anhand derer die Weibchen ihre Partner auswählen. Die kegelförmigen Schlammhügel, die sich mehrere Zentimeter über die Wasserlinie erheben, um Überschwemmungen bei Flutwellen zu verhindern, sind die Nester, die sie nach der Paarung gemeinsam bauen. Beide Elternteile brüten abwechselnd fast einen Monat lang das einzige Ei aus, das jedes Weibchen legt, trotz der extremen Hitze, der sengenden Winde und des ätzenden Bodens, der ihre Beine verbrennen kann. Nach dem Schlüpfen verbringt das Küken einige Tage im Nest, bevor es sich unter der Aufsicht der Erwachsenen, die ihm das Fressen beibringen, einer riesigen Kinderstube mit Tausenden von Jungflamingos anschließt. Allerdings gibt es auf dem Salzsee keine Garantie für das Überleben. Eine einst blühende Kinderstube kann zu einem riesigen Ofen werden, wenn der See aufgrund eines frühen Endes der Regenzeit oder sogar nur einiger heißer Wochen austrocknet. Zurück bleiben dann trockene Salzbetten und Temperaturen über 40 Grad Celsius. Um noch Restwasser zu finden, müssen die Flamingos ihr Brutgebiet verlassen und eine Wanderung antreten, die Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern lang sein kann.
Die Flamingos wandern nicht den Jahreszeiten, sondern dem Wasser hinterher, zu den Seen, die sie besuchen und die noch voll algenreich und alkalisch genug für ihr Überleben sind, gehören der Bogoria-See, der Nakuru-See und der El-Mentaita-See in Kenia, der Ngami-See und die Makgadikgadi-Pfannen in Botswana. Etosha-Pfanne in Namibia sowie verschiedene Seen und Sümpfe in Sambia, Mosambik, Malawi und Simbabwe. Jagd, Fischernetze, Stromleitungen und vor allem der Klimawandel, der das Wasser immer knapper werden lässt, sind einige der vom Menschen verursachten Gefahren auf dieser beschwerlichen Reise durch Wüsten, Hochebenen, blendenden Himmel und sengende Winde. Aufgrund ihres angeborenen Glaubens, dass irgendwo in dieser brennenden Landschaft noch ein See auf sie wartet, setzen die Zwergflamingos ihren Lebenszyklus mit endlosen Flügen fort und opfern dabei ihre Sicherheit für das Risiko, die Kamera schwenkt nach Süden, wo sich die weiten Ebenen der Serengeti unter der sengenden Sonne ausbreiten, während die letzten rosa Flügel über dem afrikanischen Horizont verschwinden und in der Sonne trocknende Salzflächen zurücklassen. Zusammen mit Hunderttausenden von Zebras und Thomson-Gazellen begeben sich über 1 Million Gnus Conochetes taurinus auf eine der gefährlichsten, grausamsten und wundersamsten Landwanderungen der Erde. Gnus sind kräftige Grasfresser mit scharfen Augen, gebogenen Hörnern und außergewöhnlicher Ausdauer. Der Instinkt treibt die Herde voran. Wenn Wasser und Gras knapp werden und sie pflanzen sich saisonal fort, in der Regel am Ende der Regenzeit. Die Reise beginnt in der nährstoffreichen südlichen Serengeti in Tansania, führt nach Norden in Richtung Kenias Masai Mara und während der nächsten Regenzeit wieder zurück nach Süden. Diese 1600 Kilometer lange Wanderung findet fast jedes Jahr in einem natürlichen Rhythmus statt, der für das Überleben ideal ist. Auf diesem beeindruckenden Weg begegnen die Gnus unzähligen Gefahren. Der Gepard Acinonyx jubatus, das schnellste Landtier mit tödlicher Präzision und explosiver Geschwindigkeit, ist einer der listigsten und tödlichsten Raubtiere. Geparden warten auf Momente, in denen die Gnus erschöpft, verstreut oder auf offener Grasfläche unterwegs sind, bevor sie die Hauptgruppe angreifen. Sie verbringen Stunden damit, sich in niedrigen Büschen zu verstecken und die Schwächsten, häufig Kälber oder alte Tiere, zu beobachten. Wenn der richtige Moment gekommen ist, rennen sie mit unglaublicher Geschwindigkeit los und lassen ihrem Opfer kaum eine Sekunde Zeit zu reagieren. Das Ziel ist ein junges Kalb, das zurückfällt und wackelige Beine hat. Die Lücke schließt sich in Sekundenschnelle.
eines Angriffs zu verringern, bewegen sich Gnus in großen Herden, aber keine Herde kann jedes einzelne Tier schützen. Die Langsamen, die Verletzten, die Nachzügler, sie werden zurückgelassen. Dennoch bewegt sich die Herde weiter, ohne sich umzudrehen oder anzuhalten. In diesem gnadenlosen Kampf ums Überleben überleben nur die Starken. Die Schwachen werden gnadenlos eliminiert. Das ist das unerbittliche Gesetz der Natur, das in Blut. Instinkt und Geschwindigkeit verankert ist. Der Mara-Fluss markiert einen wichtigen Wendepunkt für die Gnus, nachdem sie unzählige trockene Ebenen, staubige Landschaften und von Raubtieren heimgesuchte Lichtungen durchquert haben. Er ist eine tödliche Barriere, die jeder überwinden muss, um zu den versprochenen Weiden im Norden zu gelangen und gleichzeitig eine wichtige Wasserquelle in den sonnenverwöhnten Graslandschaften. Die fruchtbaren Wiesen am anderen Ufer, die von den frühen Regenfällen genährt werden, sind ideal zum Fressen, Gebären und Erholen in dem brodelnden, schlammigen Strom, der Leben und Hunger voneinander trennt. Lebt der Nilkrokodil, der gefürchtetste Raubtier der Natur. Nach wochenlanger Geduld, Brutalität und Wartezeit schlagen sie nun zu. Die Leitweibchen, die oft die erfahrensten Mitglieder der Herde sind, spüren die Gefahr in der wirbelnden Strömung und halten am Ufer inne. Mit wachsender Dringlichkeit strömen Tausende von Menschen von hinten heran. Dann springt plötzlich jemand und es bricht Chaos aus. Hunderte, dann Tausende springen in den Fluss und paddeln so schnell sie können. Jedoch nicht an. Es gibt kein Zurück, keine zweite Chance. Da diese Seite das Leben bedeutet und Zurückbleiben den Tod durch Erschöpfung oder Durst, springen tausende weitere Tiere ins Wasser und schwimmen, kriechen oder trampeln in Richtung des gegenüberliegenden Ufers. Die letzte Prüfung der Natur ist die Überquerung des Mara. Als Belohnung für ihre Ausdauer und Intuition dürfen diejenigen, die es schaffen, auf den fruchtbaren Ebenen der Masai Mara weiden. Der Kreislauf von Leben und Tod in der afrikanischen Savanne wird niemals enden. Hier werden sie ruhen, ihre Jungen zur Welt bringen und aufziehen, bis das Gras verdorrt, der Regen aufhört und die Wanderung von Neuem beginnt.
Diese Wanderungen sind nicht nur Geschichten von heldenhaftem Überleben, sondern erinnern uns auch daran, wie empfindlich die Wildnis ist. Diese zeitlosen Odysseen könnten mit dem Klimawandel und der Zerstörung der Ökosysteme für immer verschwinden. Respekt bedeutet Verständnis. Beobachten bedeutet Handeln. Jeder Bildausschnitt ist nicht nur eine Information, sondern ein kleiner Schritt zur Verteidigung der Natur. Lachse, die stromaufwärts kämpfen, Vögel, die über schneebedeckte Gipfel gleiten, und Meeresschildkröten in der Tiefe sind nur einige der vielen Geschichten, die noch vor uns liegen. Die Wildnis schreibt ihr zeitloses Epos in der nächsten Folge von Die gefährlichsten Wanderungen der Erde weiter.